Jeden Tag fahren wir mit dem Auto. Und es gibt so viele Autos. Es gibt Pickup-Trucks, SUVs, E-Autos. Es gibt Autos von BMW, Mercedes, VW, Audi. Aber warum können wir mit dem Auto fahren? Wer hat das Auto erfunden? Wer hatte die Idee? Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Katrin und wir lernen natürlich Deutsch. Heute möchte ich eine Geschichte erzählen, die vor 100 Jahren spielt. Also es ist eine Geschichte in der Vergangenheit. Nicht jetzt, sondern in der Vergangenheit. Damals, früher. Die Geschichte spielt 1888. Und die Geschichte heißt Danke für das Auto, Frau Benz. Moment, stopp, halt. Frau Benz? Warum Frau Benz? Bevor wir über Frau Benz sprechen, müssen wir über Herr Benz sprechen. Karl Benz war ein deutscher Erfinder. Er hatte eine Idee. Er wollte einen Wagen bauen, der keine Pferde braucht. Das hier ist eine Kutsche und die Kutsche hat Pferde. Aber Karl Benz wollte einen Wagen bauen, der keine Pferde braucht. Zuerst musste Karl Benz einen Motor erfinden, weil es noch keinen Motor gab. Und das tat Karl Benz. Er erfand einen Motor. Und dann baute er den Motor in die Kutsche. Und die Kutsche mit Motor nannte er Motorwagen. Der Motorwagen. Also Karl Benz erfand einen Motorwagen. Der Motorwagen war gut. Er funktionierte. Aber Karl war noch nicht zufrieden. Vielleicht funktioniert er nicht richtig. Vielleicht muss ich noch etwas ändern. Er muss noch besser werden. Das dachte Karl Benz. Aber Karl Benz hatte auch eine Frau und Kinder. Und seine Frau, Bertha, interessierte sich für Autos. Sie kannte den Motorwagen und sie wusste, der Motorwagen ist gut. Der Motorwagen funktioniert. Und Bertha wusste auch, dass ihr Mann noch nicht zufrieden war. Aber sie war zufrieden. Bertha war mit dem Motorwagen zufrieden. Sie wusste, dass der Motorwagen gut ist und dass er funktioniert. Sie wollte das Auto ausprobieren. Sie wollte zeigen, dass der Wagen auch weit fahren kann. Nicht nur kurz, sondern auch sehr lange, sehr weit. Bertha wusste, der Motorwagen kann das. Sie wusste es. Sie war sich sicher. Karl war skeptisch. Er war sich nicht sicher. Aber Bertha war sich sicher. Ja, der Motorwagen kann auch weit fahren. Und sie wollte es testen. Sie wollte es ausprobieren. Sie wollte es zeigen. Schau, der Motorwagen kann
das. Im Sommer, im August, fuhr Bertha deshalb mit dem Motorwagen. Sie und 2 ihrer Söhne fuhren mit dem Motorwagen von Mannheim, dort haben sie gewohnt, bis nach Pforzheim. In Pforzheim haben die Eltern von Bertha gewohnt. Und Bertha wollte ihre Eltern besuchen. Sie wollte zeigen, das Auto kann diese Strecke fahren. Weil Bertha wusste, dass Karl skeptisch ist, sagte sie ihm nichts. Sie sagte ihm nicht, dass sie mit dem Auto fahren möchte. Sie fuhr mit ihren Söhnen los nach Pforzheim. Und die Fahrt dauerte den ganzen Tag. Das heißt, sie sind morgens losgefahren und abends angekommen. Die Fahrt dauerte den ganzen Tag. Aber das Auto, der Motorwagen, funktionierte. Er funktionierte. Er konnte sehr lange fahren. Und sie konnte Karl zeigen, dein Motorwagen funktioniert. Er ist gut. Du kannst zufrieden sein. Und da glaubte auch Karl, dass sein Motorwagen gut war. Und er war zufrieden. Und ein paar Jahre später konnte man dann das Auto kaufen. Also, danke Bertha. Wenn du nicht Auto gefahren wärst, hätten wir heute vielleicht keine Autos. Vielleicht würde Karl immer noch unzufrieden sein mit seinem Motorwagen. Danke Bertha, dass du gezeigt hast, dass der Motorwagen fertig und gut ist. Bestimmt hast du gemerkt, dass ich in dieser Geschichte die Vergangenheit benutzt habe. Dazu nutzen wir das Präteritum oder das Perfekt. Ich habe, ich hatte, ich habe gehabt. Oder ich fahre, ich fuhr, ich bin gefahren. Also, wenn wir über die Vergangenheit reden, benutzen wir das Präteritum oder das Perfekt. Ich hoffe, du hast etwas Neues gelernt. Teile deine Gedanken in den Kommentaren und auf Patreon findest du auch die Geschichte als einen Text. Dann kannst du den Text selbst lesen. Ich freue mich, dass du Deutsch lernst und hoffentlich sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.